In diesem Video schauen wir uns an, warum die Energiemärkte Donald Trump möglicherweise schon in wenigen Tagen zum Einlenken im Iran-Krieg zwingen könnten. Wenn dich das interessiert, dann bleib jetzt dran. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Bei unserem Kanal geht es ja um das Thema Auswandern und wir behandeln solche geopolitischen und strategischen Fragen deswegen, weil jemand, der auswandert oder sich einen Plan B zurechtlegt, natürlich sich damit befassen muss, was so in der Welt passiert. Wir sehen es jetzt ja gerade an der aktuellen Situation. Du wolltest vielleicht nach Dubai auswandern oder vielleicht nach Zypern und jetzt hat sich dieser Krieg ergeben und jetzt weißt du nicht mehr, ob das vielleicht noch die richtige Wahl ist. Deswegen veranstalten wir regelmäßig in Zürich unser Seminar, das Schweizer Taschenmesser für deinen Plan B. Mit dabei ist Herr General außer Diensten Erich Warth. Er war lange Jahre Sicherheitsberater von Angela Merkel und ist heute ein gern gesehener geopolitischer Experte und berät viele große Unternehmen. Er wird dir Insider-Informationen geben und dir hinter verschlossenen Türen Wissen vermitteln, was du sonst so nirgendwo bekommen kannst zu der aktuellen Situation im Mittleren Osten und weltweit, sodass du dann eine qualifizierte Entscheidung in puncto Auswanderung treffen kannst oder eben, wo es Sinn macht, einen Plan B zu etablieren und wo nicht. Die aktuelle Krise im Mittleren Osten, auch zum Beispiel, dass Dubai und Zypern angegriffen werden, das haben wir schon bei unserem letzten Seminar so 100%ig vorausgesagt. Also, wenn dich das interessiert, würde ich mich freuen, dich dort begrüßen zu dürfen. Wir treffen uns demnächst wieder in Zürich. Details auf unserer Webseite. Link dazu in der Beschreibung zu diesem Video. Nun aber zurück zum eigentlichen Thema, dem Krieg im Iran. Ich hatte es ja schon in einigen anderen Videos erwähnt. Dieser Krieg dort ist ein unrechtmäßiger Krieg. Er ist ein leichtsinniger Krieg. Er verstößt nicht nur gegen das Völkerrecht, sondern auch gegen amerikanisches Recht. Warum ich auf das amerikanische Recht so sehr Wert lege, ist, dass natürlich das Völkerrecht und das internationale Recht meiner Meinung nach mittlerweile so oft missbraucht wird, dass es definitiv seinen wichtigen Stellenwert eingebüßt hat. 3 Beispiele dazu aus dem Kontext des internationalen Rechts. Schau dir den WHO-Pandemievertrag an. Dieser fällt absolut unter internationales Recht. Damit wollte eigentlich die WHO weitreichende Kompetenzen erhalten, wenn es mal wieder zu einer solchen Pandemie kommt. Etwas, das natürlich absolut abzulehnen ist. Ein weiteres Beispiel ist die Europäische Konvention für Menschenrechte. Eine sehr sinnvolle Konvention, die nach dem Zweiten Weltkrieg verabschiedet wurde in Europa, um sicherzustellen, dass Flüchtlinge, die aufgrund des Zweiten Weltkrieges geflohen waren und darunter natürlich viele Millionen Deutsche, die aus den Ostgebieten fliehen mussten, gerecht behandelt werden und dass ihre Menschenrechte respektiert werden. Heute haben wir eine komplett andere Situation. Die Europäische Konvention für Menschenrechte sollte meiner Meinung nach abgeschafft werden oder zumindest komplett überholt werden. Denn heute wird sie von Vergewaltigern verwendet, die dann nicht abgeschoben werden können, weil teuer bezahlte Menschenrechtsanwälte sich auf diese Konvention berufen und man diese Verbrecher aus humanitären Gründen nicht aus der EU abschieben kann. Ein drittes Beispiel ist der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag, wo ja gerade der ehemalige philippinische Präsident Duterte einsitzt und angeklagt wird. Man kann das, was Duterte in den Philippinen getan hat, wie hart er dort gegen Drogendealer vorgegangen ist, gutheißen oder nicht. Ich finde es natürlich hochproblematisch, aber jemanden dort in seinem eigenen Land gefangen zu setzen, auszuliefern, vor ein internationales Gericht zu stellen, das ist so ungefähr auf der gleichen Ebene wie jetzt Trump, der dort im Iran einmarschiert. Duterte hat kein anderes Land eingegriffen. Es ist ein komplett innenpolitisches Problem. Dass wir uns anmaßen, als der Westen darüber zu urteilen, das zeigt nur einmal mehr, wie problematisch eigentlich heute internationales Recht und Völkerrecht interpretiert wird. Daher ist es eben aus meiner Sicht wichtig, dass man immer wieder sagt, dass dieser Krieg im Iran nicht nur im Kontext des internationalen Rechts problematisch ist, was er natürlich ist, sondern auch gemäß dem amerikanischen Recht. Denn gemäß der amerikanischen Verfassung hat nur der Kongress, also die beiden Parlamentskammern in den USA, in Washington DC, die Macht über Krieg und Frieden zu entscheiden, außer es handelt sich um einen Notfall. Natürlich, wenn jetzt die USA angegriffen werden, darf natürlich der Präsident als Oberbefehlshaber dort handeln und dann das Land verteidigen. Aber in einem solchen Fall wie im Iran, wo es ja definitiv nicht um einen Notfall geht, hat der Präsident keine Befugnis,
einen Krieg zu erklären. Es gibt viele sehr kompetente amerikanische Politiker, unter ihnen vor allen Dingen auch viele Republikaner. Man denke nur an den Abgeordneten Thomas Massie oder auch an den Senator Rand Paul, Sohn des legendären libertären Politikers Ron Paul, die sich hier sehr deutlich dagegen aussprechen und sehr deutlich dem Präsidenten seine Grenzen aufzeigen. Und das ist eben extrem wichtig. Natürlich tun das auch europäische Politiker, aber da ist man sich nicht zu 100%ig sicher, wie ernst sie das wirklich meinen. Man denke nur an den spanischen Premierminister Sanchez. Er spielt sich hier als Friedens- und Freiheitskämpfer auf. Ich glaube eher, dass er mit dem Mullah-Regime sympathisiert, weil er genau einen solchen Überwachungsstaat ja auch in der EU schaffen will. Du hast es sicherlich schon gehört, er will die komplette Online-Überwachung. Er will, dass man sich gegenüber Plattformen wie YouTube und Facebook mit seinem Personalausweis ausweisen muss, keine anonymen Kommentare mehr schreiben kann und das Ganze Online-Verhalten letztlich aufgezeichnet wird. Also Sanchez will ein Überwachungsregime à la den Mullahs auch in der EU etablieren. Kein Wunder also, dass er sich auf die Seite der Mullahs schlägt und diesen Krieg verurteilt. Aber dennoch, ganz abgesehen von seiner Motivation, ist das natürlich eine korrekte Aussage und er hat recht, dass er dieses Statement macht, unabhängig jetzt mal, was seine eigentliche Motivation ist. Ich halte politische Neutralität für sehr wichtig. Man sollte sich nicht in diesen Krieg einmischen, aber natürlich sollte man ganz normal weiter mit den USA Handel treiben. Es ist ja die Aufgabe eines Politikers, auch eines deutschen Bundeskanzlers Friedrich Merz, dafür zu sorgen, dass die deutsche Wirtschaft läuft, dass die Deutschen Arbeitsplätze haben. Das sollte also das vordergründige Ziel der Tätigkeit eines Politikers sein. Dafür ist es natürlich gut, wenn er sich dort mit Trump trifft und konstruktive Gespräche führt, selbst wenn man sich hinsichtlich dieses Krieges nicht einer Meinung ist. Und wenn Merz sich diesbezüglich diplomatisch verhalten muss und vielleicht nicht so klare Worte findet, wie zum Beispiel Sanchez oder Macron, wobei Macron ja dann wiederum jemand ist, der hinterrücks diesen Krieg unterstützt militärisch. Also was das für eine Logik ist, das soll man auch mal verstehen. Handel mit allen treiben, aber friedlich, aber sich nicht in die Angelegenheiten anderer Länder einmischen, zumindest nicht, solange diese nicht andere Länder attackieren. Das sollte also die Grundlage für internationale Zusammenarbeit zwischen Ländern sein. Hätte sich Trump mal nur an diesem Grundsatz gehalten, dann würde er wahrscheinlich jetzt nicht auf eine solche Katastrophe zusteuern, wie sie sich bereits am Horizont abzeichnen lässt und wie sie durch seinen leichtsinnigen Krieg im Iran tatsächlich Realität werden könnte. Und der Grund dafür sind schlicht und ergreifend die Energiemärkte. Wir erinnern uns, Trump hat ja im Wahlkampf immer gesagt, dass er die strategischen Ölreserven der USA bis zum Rand füllen möchte, sobald er sein Amt antritt. Er war ja immer ein ganz starker Befürworter auch der Ölindustrie. Aber jetzt stürzt er den Nahen Osten ins Chaos, ohne diese amerikanischen strategischen Ölreserven gefüllt zu haben. Die Bestände befinden sich heute auf dem tiefsten Stand seit fast 4 Jahrzehnten und er beginnt einen Krieg im Nahen Osten. Jetzt denkst du dir vielleicht, naja, das ist ja komplett egal. Die Amerikaner sind ja mittlerweile sowieso der größte Energieproduzent. Sie produzieren ja ohne Ende Öl dort in Texas. Ja, aber Moment. Dieses Öl ist ja nicht dafür gedacht, dass es dann hier für billig Geld in den USA verkauft wird. Diese Ölförderung in Texas wird ja nicht durch staatliche Unternehmen durchgeführt, sondern für private Unternehmen, die dort horrende Beträge investieren, damit sie dann das Öl zum Marktpreis auf dem Weltmarkt verkaufen können. Trump kann jetzt nicht so einfach hingehen und sagen, ich konfisziere jetzt mal das Öl. Ja, das würde ja krass gegen die Eigentumsrechte in den USA verstoßen. Das ist also absolut unmöglich. Wenn also Trump texanisches Öl kaufen will, dann muss er dafür den üblichen Marktpreis bezahlen und der schießt natürlich gerade in die Höhe. Ein weiteres Beispiel für diese enorme Fahrlässigkeit Trumps jetzt insbesondere im Hinblick auf die Energieversorgung ist, dass die Ölindustrie im Golf keinerlei Pipeline-Infrastruktur besitzt, um den Ausfall der Straße von Hormuz zu kompensieren. Man ist angewiesen, dass dieses Öl auf Tankern an die Kunden geliefert wird. Es gibt keine Pipelines, anderweitig das Öl an den Mann zu bringen. Du hast es vielleicht gelesen, der Irak musste bereits die Ölförderung stark drosseln bzw. einstellen, weil man einfach keine Lagerkapazitäten für dieses gepumpte Öl mehr hat. Dazu muss man sagen, dass es auch außerhalb des Golfes weltweit keine freien Förderkapazitäten mehr
gibt. Jim Burkhardt, er ist Analyst für Ölmärkte bei S&P Global Energy, hat gewarnt, dass der Krieg die schwerste Versorgungskrise auf dem Ölmarkt der modernen Geschichte auslösen könnte. Noch schlimmer als das arabische Ölembargo 1973, das musst du dir einmal vorstellen. Und der erste Golfkrieg 1990 noch dazu. Noch nie zuvor hat der Iran die Straße von Hormuz, diesen Nadelöhr-Korridor, geschlossen, durch den rund 1/5 der weltweiten Öl- und Gaslieferungen per Schiff transportiert werden. Wenn der Rückgang des Tankerverkehrs auch nur eine Woche anhält, wird das historisch sein. Wenn er länger dauert, wird das eine tektonische Verschiebung am Ölmarkt auslösen. Soweit Jim Burkhardt. Seit Beginn des Krieges hat kein einziger Flüssiggastanker mehr die Passage durch die Straße von Hormuz gewagt. Der Analyst Fortexa warnt, dass die Lieferungen aus Katar praktisch nicht ersetzbar sind. Der Schaden auf dem Flüssiggasmarkt wird sofort und gewaltig sein, sagt Fortexa. Einige wenige Öltanker haben es bislang noch geschafft, doch nachdem die iranischen Revolutionsgarden angekündigt haben, jedes Schiff anzuzünden, jedes Schiff zu verbrennen, das in den Golf ein- oder ausläuft, dürfte auch dieser Restverkehr bald enden, und das, obwohl die USA ja mittlerweile Geleitschutz angeboten haben. Auch das wird natürlich die zivile Schifffahrt nicht gerade beruhigen. Die Tankerpreise sind laut Lloyd's List bereits auf $420.000 pro Tag explodiert. Doch das ist eben, wie gesagt, fast eine akademische Diskussion, denn die Route gilt nicht mehr versicherbar. Tanker können sich nicht versichern, selbst wenn sie es wagen würden, die Straße von Hormuz zu durchqueren. Helima Croft von RBC Capital spricht von gestrandeten Energieexporten aus dem Nahen Osten, zumindest so lange, bis die USA einen glaubwürdigen Plan für die Schifffahrt vorlegen können, was sie bisher nicht getan haben. Alle Versprechen, die sie bisher zum Schutz der Schiffe geliefert haben, bleiben eher vage und sind nicht sehr überzeugend. Natürlich, wir haben es gerade eben erwähnt, Trump versprach ja mittlerweile eine Art staatliche Billigversicherung für Reedereien und kündigte an, Kriegsschiffe der US-Marine zum Schutz von Tankern zu entsenden. Aber wir haben es gesehen, trotzdem kommen natürlich Drohnen durch. Wenn der Iran wirklich diese Schiffe in Brand stecken möchte, dann wird das auch gelingen. Andere Analysten warnen bereits vor kaskadenartigen Ausfällen der Energieversorgung. Der Ölpreis könnte auf über $100 pro Barrel steigen und damit den massiven Preissprung auf dem europäischen Gasmarkt einholen, wo sich die Preise seit Mitte Februar bereits nahezu verdoppelt haben. Goldman Sachs hält es sogar für möglich, dass die Flüssiggaspreise noch einmal auf bis zu $25 pro Million BTU steigen können. Für Europa wäre das ruinös. Die Gasspeicher müssten vor dem nächsten Winter zu extrem hohen Preisen wieder aufgefüllt werden und ein Großteil der Einnahmen würde ausgerechnet an amerikanische Fracking- und Flüssiggaskonzerne fließen. Als wenn das nicht alles schon schlimm genug wäre, ist der bitterste politische Punkt für Trump jedoch ein anderer. Während des sogenannten Tankerkrieges in den 1980er Jahren konnte die US-Marine die Öllieferungen durch Konvois schützen. Doch damals ging der Großteil des Öls nach Europa und in die USA. Heute würden amerikanische Kriegsschiffe Tanker eskortieren müssen, deren Ladung für den neuen Erzfeind China und für Indien bestimmt ist. Ökonomen wissen zwar, dass es für den Weltmarkt kaum eine Rolle spielt, wohin ein Schiff genau fährt. Golf und Gas sind austauschbare Güter. Doch politisch wird es Trump natürlich extrem schwerfallen, seiner MAGA-Basis zu erklären, warum amerikanische Soldaten ihr Leben riskieren sollen, um Energieimporte nach Shanghai zu sichern. Hinzu kommt eine weitere beunruhigende Entwicklung. Drohnen verändern den Charakter moderner Kriege. Iranische Angriffe haben bereits das Flüssiggasexportterminal Ras Laffan in Katar sowie die saudische Raffinerie Ras Tanura lahmgelegt. Die USA lernen derzeit auf extrem schmerzhafte und kostspielige Weise, dass Schwärme billiger Drohnen ein Arsenal teurer Luftabwehrraketen schnell erschöpfen können. Eine asymmetrische Kriegsführung, die Militärs sarkastisch als Gold auf Plastik schießen
bezeichnen. Berichten zufolge werden extrem teure Patriot-Raketen im Wert von $4 Millionen je Rakete eingesetzt, um iranische Drohnen zu zerstören, die vielleicht gerade mal $20.000 maximal kosten. Niemand weiß, ob Iran einen Teil seiner gefährlichsten Drohnen bewusst zurückhält, um später Saudi-Arabiens Energieinfrastruktur anzugreifen. Die Risiken dieses Krieges für die Energieversorgung sind also enorm. Rund um Abqaiq, wo sich die größte Konzentration von Ölversorgungslagen der Welt befindet, lebt eine große schiitische Bevölkerung mit engen religiösen Verbindungen zum iranischen Klerus. Diese Anlagen wurden bereits in der Vergangenheit von iranischen Stellvertretern attackiert. Vor diesem Hintergrund wirkt es geradezu erstaunlich, dass Trump diese Energiekrise ausgelöst hat, ohne die USA darauf vorzubereiten. Er hat ja, wie vorhin erwähnt, versprochen, die strategischen Ölreserven bis zum Rand zu füllen, sobald er ins Amt kommt. Und damals waren ja die Preise auch noch extrem billig. Aber dennoch hat er es nicht getan. Er hat es versäumt, die strategische Ölreserve der USA wieder neu aufzubauen. Die Reserve liegt heute nur noch bei 415 Millionen Barrel. Das US-Energieministerium hält 500 Millionen Barrel für das Minimum, das es selbst in Friedenszeiten zu sichern gilt. Währenddessen hat China seine strategischen Reserven massiv ausgebaut und im vergangenen Jahr täglich rund 1 Million Barrel eingelagert. Insgesamt verfügt das Land inzwischen über mindestens 1,5 Milliarden Barrel an Vorräten. Diese gigantischen Reserven sollten ursprünglich die amerikanische Energiehebelwirkung in einem Konflikt um Taiwan neutralisieren. Nun helfen sie China perfekt dabei, den Schock dieses neuen Golfkriegs abzufedern. Xi Jinping kann einen globalen Ölpreisschock politisch deutlich länger aushalten als Trump die innenpolitische Explosion von Benzinpreisen in den USA. Wenn du die USA kennst, dann weißt du ja, was gewählt wird. Das entscheidet sich an der Zapfsäule. Denn da in den USA extrem viel Auto gefahren wird und da viele Autos gefahren werden, die extrem viel Sprit verbrauchen, ist das, was man an der Zapfsäule bezahlt, für viele Menschen und für viele einfache Bürger ein sehr deutliches Indiz dafür, was ihnen am Ende im Geldbeutel bleibt. Und das wissen natürlich die iranischen Revolutionsgarden ganz genau. Und sie wissen auch, dass Trump weder politisch noch wirtschaftlich Ölpreise nahe $100 in einem Wahljahr tolerieren kann. Und du weißt ja, dieses Jahr sind die extrem wichtigen Midterms in den USA. Sie sind im November. Normalerweise ist es so, dass die Partei des amtierenden Präsidenten, also die Republikaner, abgestraft werden. Das Risiko ist also, dass die Republikaner die zum Teil sehr dünnen Mehrheiten in beiden Kammern des Parlaments verlieren und dass dann der Präsident sozusagen ein lame duck Präsident ist. Wobei er regiert ja schon heute durch vielfach ohne Parlament und vielfach nur per Dekret. Das wird dann alles noch schlimmer werden, insbesondere ja für den Nachfolger von Trump oder den die Republikaner gerne als Nachfolger hätten, denn Trump kann ja ohnehin nicht mehr antreten. Meine Vermutung und meine Prognose ist daher sehr klar. Trump wird lange vor Ablauf der angekündigten 4 oder 5 Wochen zu Verhandlungen gezwungen werden, vielleicht sogar innerhalb weniger Tage. Und wie so oft wird ein teilweiser Rückzug anschließend als großer Sieg verkauft werden. Für die rund 80% der Weltbevölkerung, die in Ländern leben, die auf Öl- und Gasimporte angewiesen sind, ist diese Episode jedoch eine brutale Erinnerung daran, wie töricht es ist, sich weiterhin auf eine teure und technologisch überholte Energiequelle aus der instabilsten Region der Welt zu verlassen. China macht es vor mit seinem Ausbau von Atomenergie und ich weiß, viele Deutsche schreien jetzt danach, dass wieder Öl aus Russland importiert wird, wobei das ja mindestens genauso schlimm ist. Was wir brauchen neben den erneuerbaren Energien natürlich ist ein konsequenter Ausbau der Atomenergie und das genau machen ja die Chinesen. Sie verlassen sich nicht allein auf erneuerbare Energien. Das wäre ja ebenso hochriskant und waghalsig. Man hat die Atomenergie und kombiniert diese mit erneuerbaren Energien. Und meiner Meinung nach wird auch am Weg zur E-Mobilität nichts vorbeiführen. Der Rest Asiens wird folgen. Wir sehen das in anderen asiatischen Ländern. Ich war vor kurzem in den Philippinen. Es ist erstaunlich, wie viele chinesische Autos und auch wie viele chinesische E-Autos dort verkauft werden. Nicht aus Ökogründen, nicht aus Umweltschutzgründen, sondern weil es günstig und praktikabel für die Menschen ist. Also Asien wird dem Beispiel Chinas folgen, Europa vermute ich genauso. Allein schon deswegen, weil man in Europa nicht vom Flüssiggas aus den USA
abhängig sein will. Der größte Verlierer neben Trump dieses Konfliktes könnte am Ende eine ganze Branche sein, und das ist die globale Öl- und Gasindustrie selbst, zumindest langfristig. So, was hat das alles mit dir zu tun? Menschen, die auswandern, die sich mit einem Plan B beschäftigen, müssen sich natürlich auch genau mit solchen Themen beschäftigen. Man will nicht in ein Land auswandern, was unsicher ist. Man braucht auch keinen Plan B in einem Land, was geopolitisch mit ganz enormen Risiken verknüpft ist. Deswegen ist es entscheidend, dass du dich im Rahmen deiner Auswanderung oder deines Plan Bs mit genau solchen politischen und geopolitischen Themen auseinandersetzt. Weil das ist zum Beispiel eben auch der Grund, warum bei unserem Plan B-Seminar oftmals der Herr General außer Dienst Erich Barth dabei ist, weil das natürlich auch eine Entscheidungsgrundlage ist, gerade wenn man sich anschaut, was in Europa gerade passiert in puncto Aufrüstung, in puncto Wiedereinführung der Wehrpflicht. Wir sehen es jetzt gerade vor unseren eigenen Augen, wie schnell ein solcher Konflikt eskalieren kann. Etliche Länder sind schon angegriffen worden von Iran, darunter NATO-Länder. Jetzt heute erst hat man von der Türkei gesprochen, also dass das Ganze zu einem Flächenbrand wird, wo möglicherweise dann auch die NATO involviert wird und möglicherweise auch Deutschland involviert wird, weil es ja auch in Deutschland amerikanische Basen gibt und wichtige Teile der amerikanischen Infrastruktur, unter anderem Befehlszentralen und Flughäfen. Das heißt, Deutschland kann sehr schnell in einen solchen Konflikt schlittern, selbst wenn man sich militärisch aus dem Konflikt heraushält. Wir sehen es, die Franzosen und die Briten beteiligen sich bereits an diesem Krieg, wenn es hier auch nur um Verteidigungsmaßnahmen geht. Sie haben Männer vor Ort, sie haben Equipment vor Ort, sie haben Schiffe, Flugzeuge dort vor Ort. Das alles heißt, dass man mitmacht, selbst wenn man jetzt nicht an aktiven Kampfhandlungen gegen den Iran teilnimmt. Deshalb nochmal, selbst wenn niemand die Mullahs vermissen wird, selbst wenn Exil-Iraner darüber jubeln, dass jetzt den Mullahs der Gar ausgemacht wird, ob die Mullahs wirklich fallen werden angesichts dieser Energiethematik, die wir gerade eben angesprochen haben, das wird sich erst noch zeigen. Ich vermute ehrlich gesagt, dass hier das letzte Wort noch nicht gesprochen ist, und hoffen wir einfach dahin, dass die Lage bis dahin nicht komplett eskaliert und noch viele andere Menschen ihr Leben lassen müssen. Sehen wir es als etwas Positives an, dass Trump durch diese Energiekrise gezwungen wird, den Krieg hoffentlich möglichst bald zu beenden und dass dann wieder Frieden in die Region einkehrt. Also, ich würde mich freuen, dich bei unserem Event in Zürich begrüßen zu dürfen. Ansonsten natürlich gerne auch ein Beratungsgespräch buchen. Wir helfen Mandanten seit 20 Jahren dabei auszuwandern, sich im Ausland steuerlich optimiert aufzustellen, einen Plan B zu etablieren, zweite Staatsbürgerschaften zu erlangen, Aufenthaltstitel, Bankkonten im Ausland, Firmengründung im Ausland. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.